Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ja, und heute geht es weiter. Also unsere neue Serie ist anscheinend wirklich sehr interessant. Nicht nur für mich und für Luise, sondern auch für euch alle, wie man so an die Kommentare lesen kann. Freut uns unheimlich. Ja, heute geht es um die Hauptspeise. Und ich benutze heute wieder Papier von Barbara, 49 Dragonflies. Und ihr seht heute schon die paar Seiten, die ich ausgedruckt habe. Ich habe auch welche ausgedruckt auf transparentem Papier. Das finde ich nämlich auch mal sehr schön. Schöne Sache kann man da damit machen, wenn man mal die Sache auf transparentem Papier ausdruckt. Und hier sehen wir jetzt nochmal, was die Luise mir aufgetragen hat. Dreierlei Taschen aus Papier von 49 Dragonflies mit Spitzentopic. Das war meine Aufgabe in dem Blind Date Junk Journal. Links oben blende ich euch jetzt gerade nochmal den kompletten Pack ein, den ihr da bekommen könnt, wenn euch das Papier auch so gefallen hat, wie mir das gefallen hat. Da hat die Barbara mit der Jellyplate quasi Drucke gemacht. Da hat Luise und sie hin zusammen ein Video gemacht. Das ist ganz toll. Kann ich euch auch noch unten drunter verlinken. Und das sind quasi die Ergebnisse. Und mit diesem Papier möchte ich heute arbeiten. Ja. Und ihr kennt mich schon, ich habe es euch ja schon mal gesagt, jedes digitale Papier, dem gebe ich nochmal so ein bisschen mein eigener Stil. Da habe ich ja auch ein Video dazu gemacht, wie man das machen kann. Und ich mache das gern, weil ich finde, wenn auf so einem digitalen Papier nochmal eure eigenen Spritzer drauf sind, wie ich das jetzt gerade mache, mit sehr dunklem Kaffee, dann das sieht ganz anders aus hinterher. Also es ist natürlich ein bisschen verändert, logisch, aber es gerade mit Gold, also Gold kommt halt bei mir gerade überall drauf, aber man kann auch nur Kaffee drauf machen. Das macht wirklich einen Unterschied, also unheimlich. Jetzt sieht es wahnsinnig ein bisschen arg aus, aber wenn es hinterher getrocknet ist, ist es nicht mehr so ganz heftig, aber ja. Ihr habt euren eigenen Stil dann draus gemacht. Also ich liebe das total. Ja, geföhnt wird es natürlich jedes Mal dazwischen, also zwischen alle Schritte. Also ich habe das jetzt nicht jedes Mal euch gezeigt, wenn ich was föhne, aber ist ja klar. Also föhnen müssen wir einfach immer wieder zwischendurch. Und den Schritt, den ich jetzt mache, ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Da habe ich irgendwie was ganz anderes im Kopf gehabt. Ich gehe da auch manchmal so ein bisschen planlos an die Sache ran. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich mich hier an den Basteltisch setze, schon von vorne bis hinten weiß, was ich mache. Nee, das ist nicht so. Sondern ich mache einfach so, wie ihr das wahrscheinlich auch macht. Ihr fangt halt mal an. Und da hatte ich eigentlich vor, so eine Art Briefumschlag zu machen. Und zwar einer, wenn man den dann aufmacht, dass es innen auch schön aussieht. Aber das habe ich dann später wieder verworfen, weil das Papier, auf dem ich ausdrucke, das ist 160 Gramm Papier. Das ist dann sehr so, also stark gewesen, um zu knicken und so. Darum habe ich mich jetzt umentschieden und habe jetzt einfach mal geguckt, auf welcher Seite ich dieses Papier einsetzen möchte. Und schon geht's los. Bullenhut-Style, würde ich mal wieder sagen, ja. Gerissene Kante. Und dann noch Distress, dass man es richtig schön sieht, diese organische Form. Und es kommt hier rein. Das gibt jetzt das erste von den dreierlei Täschchen. Ne? Und ich mache das in doppelter Form, weil ich habe ja jetzt ein schönes großes Stück Papier gehabt. Und ich finde, es ergänzt sich ganz wunderbar. Also es ist zwar das gleiche Papier gewesen und trotzdem, wenn ihr das so hintereinander legt, sieht es nochmal anders aus. Sieht aus, wie wenn das ein anderes Papier gewesen wäre. Aber es war ja von einem Bogen. Und das gefällt mir jetzt super gut. Ich liebe sowas. Da kann man eben dann Zettel dahinter stecken oder Texte dahinter machen, irgendwas. Und da ich ja die Rückseite so schön gemacht habe, dann dachte ich, ja, die soll ja jetzt nicht ganz umsonst entstanden sein. Darum habe ich jetzt da ein Loch reingetackert. Nicht getackert, ein Loch rein, wie sagt man, reingestanzt. Und da wollte ich einfach, dass man da durchgucken kann und dass man die Rückseite noch ein bisschen sieht. Und da habe ich so ein wunderschönes altes Buch, 1913, also über 100 Jahre alt. Die Schrift ist so schön.
Und mit dieser Seite möchte ich einen bisschen wie so einen Bilderrahmen erschaffen, um dieses Ausgestanzte drumherum. Und darum brauchen wir innen auch diesen runden Durchmesser. Das legen wir euch so ein. Ihr faltet es ein bisschen. Tun die Hälfte euch ausstanzen. Dann haben wir jetzt die Größe von dem Loch. Also das passt nicht ganz 100%ig, aber 95% passt's. Und ich tue jetzt das von Hand einfach außenrum mir abreiße, weil ich mag ja, genau das wollte ich. Ich wollte so ein bisschen Papier drumherum, wie ein Bilderrahmen. Und das habe ich ein bisschen distresst und damit es noch ein bisschen, ich habe noch so viel Kaffee übrig gehabt, denn also ich verschwende nichts, das wird bei mir alles irgendwie dann verwendet. Darum habe ich die Sache einfach mal eingefärbt und natürlich dazwischen wieder geföhnt. Und sehen wir, das kommt jetzt dahin, das ist jetzt so ein bisschen wie ein kleiner Bilderrahmen für dieses Guckloch. Ja. Und jetzt hebe ich das nochmal hin, überlege nochmal wie rum. Und so, das kann man auf verschiedene Art und Weise hinmachen. Und das eben dahin, ich war mir noch ein bisschen unsicher, aber dann habe ich gedacht, komm, Auge zu und durch, wurscht, Flasch und drauf mit dem Zeug. Weil wenn man zu lang überlegt, also ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, aber wenn man zu lang überlegt, dann traut man sich vielleicht manchmal nicht mehr. Darum ist es einfach besser, man macht es dann einfach und guckt, dass man das Beste draus macht. Also ja, das habe ich jetzt auch geguckt, da ist man so ein bisschen verrutscht. Das schiebt man dann ein bisschen zurecht. Und das runde Fingerle heißt, ich gehe mal kurz an die Nähmaschine. Jetzt bin ich schon wieder da. Habe das einfach zusammengenäht, da habe ich nichts geklebt, nur genäht. Und ja, jetzt kommt es dahin. Ich nehme mein doppelseitiges Klebeband, immer noch das von Scotch. Also ich weiß nicht, wie lange das noch hebt, vielleicht bis zur Rente oder so. Keine Ahnung, das sind immer noch die erste Rolle. Obwohl ich schon, ja noch schon öfters mal gesehen. Ja. Und es hieß ja mit Spitzentopping, also muss ich ja da ein bisschen Spitze irgendwo jetzt noch bringen. Und da reiße ich mir so Stückele ab und überlege mal, wie ich das da hinbringen könnte. Und das ist ein Körbchen. Ab und zu habe ich Zeit und da bereite ich solche gewisse Sachen vor, wie jetzt das da. Das finde ich super schön, da sind schöne Perlen drauf und einfach so ein dekorativer Faden. Und wenn ihr sowas auf Vorrat habt, das ist halt einfach geschickt, dann können wir das an so eine Stelle einfach hinkleben, fertig. Und ja, und wenn ihr mal abends mit eurem Mann oder so Fernsehen guckt und euch ist langweilig, dann nehmen wir noch mal ein paar Perlen mit und ein bisschen ein Stoff und so ein Garn und dann machen wir euch ein paar so kleine Fetzer und tun die euch in der Vorrat legen. Also ich mag das. Und jetzt kommt hier der Wuttistift. Ich glaube, vor dem hat Luise ein bisschen Angst. Habe ich jetzt im letzten Video gesehen, aber da hatte ich das jetzt schon aufgenommen. Aber ich habe so für mich gedacht, jetzt ist schon spät. Also ich mache jetzt nicht nochmal von vorne. Weil Luise kennt mich, die weiß, dass ich den Stift eigentlich fast in jedem von meinen Projekten benutze. Also ich denke, sie kann es überleben. Also ja, der Wuttistift, ich liebe den, da kann man so viel mitmachen. Und ihr seht jetzt auch, das ist jetzt schon ein bisschen schwarz geworden, aber es ist halt auch jetzt so ein Hingucker. Da stecke ich jetzt mal so Text ein. Einfach, das sind so meine Vorführtexte. Das sind nur Buchseiten. Und habe ein bisschen Bändele oben rein gemacht. Die behalte ich auch bei mir. Das ist nur mal, um zu gucken, wie es dann wirkt, wenn was drin steckt. Gell? Aber Luise hat da noch mehr Aufgabe für mich. Also ich denke, da wäre mal Text reinkommen, die ich irgendwann mal mache oder die sie macht. So, und das blinde Schriftpapier da, das hat mir jetzt ein bisschen zu meinem grungigen Look, war mir das zu hell. Darum, und Kaffee habe ich noch übrig gehabt, also kommt da einfach noch ein bisschen Kaffee drüber. Und ja, und von der goldenen Farbe habe ich auch noch ein bisschen was übrig gehabt, also kommt da noch ein bisschen Gold mit dazu. Und, Herr Luise, am besten guckst du weg. Auch nochmal da, wo die Stift. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, die reißt mir der Kopf runter. Ja, gucken wir mal. Ich hoffe, sie überlebt's. Und wieder geföhnt natürlich. Ja, also das war jetzt übrigens Täschchen Nummer 1, haben wir fertig. So, und jetzt hat mir die Seite, ich sag's euch, wie es ist, hat mir gar nicht mehr gefallen jetzt. Das war mir irgendwie, naja,
hat eine Alternative her müssen. Und das ist die Alternative. Ich habe ja noch dieses ausgeschnittene, ausgestanzte Teil gehabt. Und jetzt habe ich das halb mit Klebstoff beklebt. Und das ist jetzt die kleinste Tasche der Welt. In runder Form. Ich finde, runde Formen wäre sowieso so wenig benutzt. Die sind aber sehr schön. Ich habe da ein bisschen jetzt oben noch Distress, dass man sieht. Da geht es rein. Und habe es wieder hingeklebt. Ja. Und auch da musste ja das Spitzentopping drüber. Also jetzt einmal guckt, da habe ich so ganz, das ist so eine ganz feine alte Spitze. Und die hat so eine besondere Form. Ich fand, die passt von der Größe her perfekt da dazu. Und dann habe ich mir 2 Stückle runtergeschnitten, weil ich eins unten drunter machen wollte und eins oben drüber machen wollte. Genau. Also das hat keine, wie sage ich jetzt, es hat keinen Zweck. Der einzigste Zweck ist, dass es einfach hübsch aussehen soll. Und ja, und ich finde, es sieht auch dann besonders aus. Das sind so die gewisse Hingucker, wo man denkt, ohne das hätte es jetzt ein bisschen langweilig ausgesehen. Mit dem sieht es aus, wie wenn da so ein bisschen eine Krone drauf wäre. Ja, da stecke ich jetzt so ein bisschen ein Pergamentpapier drunter, dass mir das während der Uhu klebt, dass mir das nicht die Tasche zuklebt. Wissen Sie? Das braucht eine Weile, bis der Uhu getrocknet ist. Da suche ich mir jetzt wieder eine Nadel und auch ein passender Faden. Da ist jetzt der Oma ihr Fädele zum Einsatz gekommen, silberne. Und das liebe ich halt. Also, wie Luise im letzten Video auch gesagt hat, das spielt in fast jedem von meinen Videos, darf das einmal mitspielen. Und ja, wenn die Rolle leer ist von meiner Oma, ich habe tatsächlich das letzte Mal gefunden, auf einer Art, so eine, ja, nicht Flohmarkt war das nicht, so ein soziales Kaufhaus, habe ich direkt mitgenommen. Also ich habe noch mal eine Rolle auf Vorrat, freue mich sehr drüber. Und das Stück habe ich das letzte Mal abgerissen und es war ja dann so ein bisschen komisch, hat das ausgesehen, aber jetzt darf das dahin. Weil ich finde, da unten drunter hat noch ein bisschen was gehört und jetzt wollte ich da noch was Besonderes hinmachen. Und da habe ich diese Münze gefunden, die habe ich tatsächlich mal von Luise geschenkt bekommen. Immer Happy Mail, schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob sie sich noch daran erinnert. Und diese Münze, das ist so eine aus Rom, glaube ich, war das, die habe ich 2-3 Wochen lang in Wasser liegen gehabt, dass die ein bisschen rostet. Also die ist tatsächlich ein bisschen angerostet, was ich sehr schön finde. Und da kommen jetzt noch ein bisschen so goldene Perle kommt da drauf und so eine schwarze. Das habe ich ja letzt im Video auch schon benutzt. Ich finde die einfach hübsch, auch die Kombination des Gold und des Schwarz und diese Münze. Und dann noch mit dem silbernen Fädele von der Oma. Also für mich absolut perfekte Kombination. Ja, und jetzt geht es wieder zurück und dann mache ich am Schluss immer einfach einen Knoten drauf dann. Also die Münze habe ich schon richtig angenäht, weil die ist ja auch ein bisschen schwerer. Jetzt kommt der Knoten drauf, Doppelknoten oder Dreifachknoten, je nachdem wie es gerade läuft. Ich glaube, diesmal war es ein dreifacher Knoten. Abgeschnitten und ich klebe das tatsächlich drauf. Also da war ich mir jetzt ein bisschen unschlüssig, weil die Münze war so schwer. Und darum habe ich jetzt gedacht, doppelt hält wahrscheinlich besser. Jetzt habe ich ein Stück von diesem Scotch-Klebeband hingemacht, gut festgerieben und auch ein bisschen auf die Münze auch noch drauf gemacht. Also ich glaube, das ist so eher dreifach hält besser. Und jetzt habe ich das da weggemacht und ich mache noch ein bisschen flüssiger Klebstoff auch noch drüber. So. Und also bis jetzt hebt es. Also ich bin zufrieden. Da sehen wir jetzt nochmal, wie es aussieht, wenn man so zum Beispiel einen runder Tag macht. Da können wir jetzt noch Bändele oben hin machen, aber ich finde es sehr, sehr hübsch. Das war jetzt Täschchen Nummer 2. Ne? Wie bisher, ich muss dreierlei Täschchen machen. Also das zweite habe ich jetzt auch schon erledigt. Aber irgendwie gefällt mir das. Ich habe noch nie so eins gemacht, aber ich finde es hübsch. So, und jetzt ist das transparente Papier kommt jetzt zum Einsatz. Ihr seht, ich mische mir hier schon wieder so eine besondere ja, Sache. Dahinter tropft es schon von meinem Pinsel runter. Das war nicht beabsichtigt, aber so Sachen passieren. Da ist ein bisschen ein großer goldener Tropfen drauf. Und diese goldene Acrylfarbe habe ich jetzt mit Kaffee gemischt. Das mag ich gerade sehr. Das trocknet ganz toll auf. Und ja, seht ihr das?
Und wenn ihr das riechen könnt, also ich glaube, das hat auch mit dem Geruch zu tun. Wenn ihr so Kaffee benutzt, also wenn ihr Kaffee gern trinkt auch oder gern riecht, dann ist das halt ganz, ganz tolle Sache. Ne? Sehen wir mal, wie es aussieht. Richtig toll. Ja, oje, Luise, guck lieber weg. Er kommt wieder. Uiuiuiui. Ringsrum, ich sag's euch. Ringsrum habe ich ihn wieder verwendet und hinterher mit dieser Kaffeebrühe dann noch verstrichen. Und da sind so Kreise drauf gewesen auf dem Papier von Barbara und die habe ich jetzt einfach ein bisschen hervorgehoben. Wissen ihr, was ich meine? Also ein bisschen ist gut. Also die kann man jetzt nicht mehr verleugnen, die Kreise, die sind jetzt einfach extrem gut sichtbar. Bullenhutsteil, mehr kann ich nicht dazu sagen. Außenrum habe ich jetzt eben mit der Farbe da noch so ein bisschen drumherum gemacht, habe ich den Woody-Stift so ein bisschen verrieben und nochmal mit Kaffee drauf. Brutal. Also wenn ich es jetzt so sehe beim Voice-Over machen, denke ich auch, uiuiuiui. Ja, und da hatte ich jetzt noch die goldene Farbe übrig und das Stückle Spitze und das mache ich eben auch gern. Also ich verschwende nicht gern Farbe. Das hätte ich jetzt genauso in dem Becherle auswaschen können, also und das mache ich nicht gern. Also da tue ich mir dann lieber irgend so ein Stück weißes Band oder irgendwas oder ja rein und färbe mir dann einfach so das nächste Stück. Seht ihr? Das ist nicht ganz durchgefärbt, aber es ist okay. Für mich reicht es, kommt auf die Seite, kann trocknen. Für irgendwann hat es den Einsatz. Ja, so sieht es jetzt aus. Jetzt ist es getrocknet und ich liebe halt auch das Geräusch. Gell? Hören wir's? Und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ich mitmache. Also das ist dann, ja. Ich habe da auch so meine Momente, wo ich dann mal eine Viertelstunde das Papier angucke und mir denke, was mache ich jetzt? Es hat ein bisschen geklebt. Ja, da bin ich dann später, ich glaube, mit einem Feuchttuch nochmal drüber, dass es nicht ganz so arg klebt. Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit klebendem Kaffee, aber der hat jetzt ein bisschen geklebt. Wahrscheinlich war der zu dickflüssig, ich weiß es nicht. Ja. Was machen wir? Was machen wir jetzt mit dem Papier? Wir müssen noch mal irgend so eine Tasche machen. Und ja, dann habe ich hin und her überlegt. Naja, ich denke, ich mache was ganz Verrücktes, irgend so was Komisches, Gebogenes und war nicht so richtig dann, wusste nicht so richtig, wie ich es machen soll. Und dann ist mir das Papier auch nicht so dann rausgekommen, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn ich es so gemacht hätte. Habe ich dann wieder verworfen. Habe andere Sachen mir überlegt. So rum vielleicht. Auch nicht so ganz so das Gelbe vom Ei. Naja, das geht mir auch so. Also auch mir fällt nicht immer gleich irgendwas ein. Und habe ich gedacht, also ich denke, es ist eh zu groß, um es so zu verwenden, weil der Luisa Junk Journal ist ja ein bisschen kleiner. Also habe ich jetzt mal beschlossen, ich mache jetzt mal die Hälfte da davon und überlege dann weiter. Ja. Und wenn ihr so ein transparentes Papier halt schneiden wollt, man kann das auch reißen, aber man muss es dann gut, wirklich gut die Kante geknickt haben. Dann kann man das gut abreißen. Sehen, ne? Das mache ich jetzt gerade. Ja. Und ich habe mich dann entschieden, mit dieser Seite will ich es machen. Mit dieser Seite werde ich jetzt irgendwie ein Täschchen zaubern. Und die einfachste Tasche der Welt, die geht halt so, man klappt von unten nach oben ein längeres Stück und dann nochmal von oben nach unten, nicht ganz bis zur Kante, quasi der Briefumschlag, also den Umschlag. Der kommt jetzt dann. Und genau,
Und wenn mir noch immer unsicher, dann die Kante, die ist ein bisschen scharf bei so transparentem Papier. Darum habe ich die Kante nochmal einfach eingeknickt. Dann ist das Ober auch ein bisschen stabiler, wenn man da was reinmacht. Man kann sich nicht dran schneiden. Und das obere klappe ich einfach nach unten. Wenn ihr das mit normalem Papier macht, dann ist das gar kein Problem. Wenn ihr das mit transparentem Papier macht und mit einem, welches schon so richtig jetzt so eine Odyssee hinter sich hat wie meins, dann klappt halt dieser Umschlag immer auf. Also muss da was drauf. Ihr wisst ja, Spitzentopping ist Spitzentopping. Also müssen wir ein bisschen Spitze da irgendwo mitspielen. So, oh, was habe ich da? Mein Mikrofasertuch heute auch noch drin liege, sehe ich gerade. Das geht da nicht rein. Mit dem putze ich immer mein Handy ab. Jetzt hole ich mir da wieder so ein paar so Stückle raus, wo ich gedacht habe, wie kann ich das kombinieren? Das ist halt, ja, es gibt so viele Möglichkeiten und es ist halt immer da, je mehr Möglichkeiten es gibt, desto länger sucht man und überlegt und verwirft und nochmal eine Überlegung und ja. Aber jetzt habe ich mich entschieden und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das da dran bringen möchte, ob ich alle Teile benutze, aber das runde Fingerle kommt, ich gehe mal an die Nähmaschine. Jetzt bin ich auch gleich wieder da. So, seht ihr, da ist ein bisschen was passiert. Also ich habe da drum rumgenäht, die Fäden hängen alle noch dran, auch viel zu lang. Und ich habe unten noch das Graue, das Hellgraue, das lag an der Nähmaschine rum, das ist auch so ein schöner Stoff, das ist so ein Leinenstoff. Und da habe ich einfach am Boden von dem Briefumschlag ein Stück hingenäht, weil ich wusste, das ist hinterher meine Halterung, um das später ins Junk Journal reinzubringen. Dieses graue Stöffchen. So, seht ihr? Das Problem, die Klappe bleibt nicht zu. Das gefällt mir natürlich nicht. Also müssen wir da was Nächstes überlegen. So, das nächste Körbchen, da sind auch wieder Sachen drin, wo da nicht reingehören. Geht es euch auch mal so? Das sind auf einmal Sachen da überall wieder verteilt. Dann müssen wir da wieder ein bisschen aufräumen. Ja, also das ist ja wieder das Körbchen. Ich glaube, das ist ein Forscherkit, wo eben diese Sachen drin sind, die ich schon mal vorbereitet habe. Jetzt gucke ich mal, ob ich da irgendwas Passendes finde, was man da noch irgendwie oben drauf machen kann. Ich wollte halt was machen, dass das schwerer wird. Also ich habe mir eingebildet, mit so einem Stück Stoff, das könnte reichen. Das ist Quatsch. Das hat nicht gereicht. Aber es macht eine Grundlage. Genau. Und ich entscheide mich jetzt dann, das, was ich da schon in der Hand habe. Ich glaube, das ist auch tatsächlich geworden. Aber es könnte noch was Besseres rauskommen. Also man guckt mal so bis zum Grund runter und hofft, dass noch was anderes kommt. Aber es kam nichts mehr. Das war alles von der Größe und von der Farbe her jetzt für diesen Fall nicht so passend. Also wird es eingepackt und kommt auf Zeit. Und eins hatte ich ja schon. Und ja, schon ein bisschen eine gewagte Kombination, aber wer nicht wagt, gewinnt, oder wie heißt es? Ich weiß es nicht, aber ja, ich traue mich solche Sachen, das macht mir gar nichts. Also auf den ersten Blick denkt man, was macht es denn jetzt da wieder? Aber ja, lassen wir mich mal machen. Erstmal tue ich mir das, ja, ist mir zu hell gewesen. Das zu meinem ganzen Crunch, was ich bisher da veranstaltet habe, hat es natürlich auch so ein bisschen durch den Kaffee gezogen werden müssen. Weil sonst hätte es einfach nicht richtig dazu gepasst. Ja. So, jetzt passt es von der Farbe her, sehe noch schon besser dahin. Aber es bleibt immer noch offen. Darum sind jetzt meine zwei Tellerle. Und sehen da habe ich so einen Schlüssel. Der ist recht schwer. Und da haben wir jetzt eingebildet, das reicht, wenn ich den da hinten nähe. Das sind meine schöne alte Nadel. Da suche ich mir eine dünne Nadel aus, weil ich will mir mit dünne Faden das annähen. Und da sind meine Fädele drin, wo ich gerade alles auf dem Schreibtisch habe. Und ich mache diesmal diesen grünen Faden und einen schwarzen Faden. Also die Kombination von zwei Fäden habe ich jetzt da genommen. Und
Also ich brauche immer so eine Nadel. Ein Fädel Hilfe. Also ohne kriege ich das nicht hin. Ich habe beide Fäden jetzt da durchgezogen. Und ich nähe mir jetzt den Schlüssel an dieses Stöffchen dran und direkt noch an den Briefumschlag auch noch dran. Also ich habe den Stoff gar nicht hingeklebt, der ist wirklich nur genäht. Also das mache ich jetzt dann gleich. Aber erstmal wieder das auf die Seite geräumt, dass wir da genug Platz haben. Ist noch nicht richtig zu gewesen, jetzt ist sie zu. Ja, und jetzt geht's los. Ich fange von unten an. Und ich lasse immer so ein Stück Faden übrig, wo ich dann hinter einen Knoten reinmachen kann. Meistens mache ich das gleich am Anfang, dass man das nicht mehr abhauen kann. Doppelknote, der Schlüssel wieder reingelegt und ja, und dann geht's los. Ich liebe sowas. Für mich entspannt es total. Es gibt Leute, die mögen das gar nicht, sowas zu machen. Ich mag das wirklich sehr. Und ich habe es bewusst mit diesem grünen Faden gemacht. Das soll man auch sehen, dass das angenäht ist. Auch oben die Öse. Das sehen wir jetzt genau. Ich gehe durch die Öse durch und sichere mir den Schlüssel. Innen sieht es nicht schön aus, aber innen darf man sehen, es ist handgemacht. Handgenäht und ja. Und dann wird es noch ein bisschen, bin ich wieder innen nach unten gegangen und habe das dann nochmal miteinander verknotet. Und jetzt ist das fest. Aber anhören tut sich so toll, gell? Aber sehen wir, es geht immer noch auf. Da ist Susannchen nicht mit zufrieden. Also hat eine andere Lösung her müssen. Das sind die kleinen Magnete. Die habe ich mal gekauft, das ist schon ewig her. Ich habe sie, glaube ich, erst einmal benutzt, aber ich dachte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das nochmal zu benutzen. Da habe ich erst mal geguckt, ob der Schlüssel magnetisch ist. Ist er nicht. So, dann habe ich mir eins da unten hingelegt und eins auf der anderen Seite jetzt platziert. Da beim Schlüssel, irgendwie da unter den Schlüssel, dachte ich, da mache ich das irgendwo drunter, da verstecken wir das. Und das müsste er sich mit der anderen Seite verbinden sehen. Ne? Jetzt ist es genau dahin gesprungen. Also links ist das Magnetle jetzt, aber ich brauche das ja auf der rechten Seite. So, und wie macht man das jetzt, dass man die Position genau findet? Das ist ein bisschen, ja, das ist einfach Trick 17. Ich zeige es euch gleich, wie ich das gemacht habe. Ich habe da einfach einen Tupfer Kaffee noch gemacht und mache es nochmal zu. Sehen wir, jetzt ist der Tupfer Kaffee auf der rechten Seite. Da mache ich hinter mein Magnet hin. Und damit man den nicht sieht, habe ich jetzt hier einfach ein Stück des Stoff mit so meinem doppelseitigen Klebeband voll gemacht. Der Kaffeetropfen ist ja noch flüssig. Sehen wir, der kommt jetzt durch. Und da weiß ich ja jetzt, da soll das Magnetle hin. Und darum klebe ich das jetzt auch tatsächlich an diese Stelle fest. Also der ganze Stofflappe wird jetzt einbalsamiert mit Uhu. Und der Magnet kommt hier hin. Und das Stöffle klappe ich jetzt von unten nach oben. Und da ist jetzt der Magnet einfach fest. Also ich gebe es zu, das ist jetzt nicht schön, aber selten. Also da trifft es jetzt wirklich nicht schön, aber selten. Aber es ist natürlich auch zu hell gewesen zu meinem crunchigen Unterteil. Darum hat es jetzt eine gute Portion Kaffee noch abbekommen. Hatte ich eh noch übrig. Und jetzt mache ich es zu und denke, hä, warum hebt es jetzt nicht mehr? Und ich merke, der Magnet ist mal rausgefallen. Also fummel ich den Magnet wieder da unten drunter. Zack, habt ihr gesehen, wie der da noch gesprungen ist. Und natürlich, der hebt richtig. Jetzt hat es mir das unten, das war ja noch alles nass, gerade ein bisschen mit anklopft. Da müssen wir aufpassen. Darum föhne ich da jetzt erstmal eine Runde und habe das mal trocken geföhnt, die Geschichte da, dass der Magnet fest ist. Der war jetzt fest. Der Kaffee ist sehr dunkel geworden, aber das hat mich jetzt gar nicht gestört. Und jetzt kommt eben der kleine Magnet dahin, wo er hin soll. Und damit man den nicht so offensichtlich sieht, habe ich da einfach ein Stück, ja, so ein Band dazu gemacht. Das fällt jetzt gar nicht mehr so auf, dass da jetzt so ein Magnetle drunter ist, finde ich.
Und jetzt bleibt die Klappe zu. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Und ja, also ich bin ganz verschossen in das Briefumschlägle, muss ich echt sagen. Ich finde, das sieht richtig toll aus. Richtig crunchig und mega. Das Geräusch ist toll. Es ist ein Schlüssel dran. Perfekt. Richtig, richtig toll. Ja, das Stöffchen war mir natürlich, könnt ihr euch ja denken, noch zu hell. Darum kriegt es jetzt auch so ein bisschen eine Kaffeefarbe. Und dann muss ich noch mal ein bisschen Gold nachlegen. Das ist mir ausgegangen. Habe es ja vorher, das Gold quasi, ich wusste nicht, dass ich es nochmal brauche. Habe ich es ja vorher da, diese spitze Bändchen da mitgefärbt. Aber jetzt, ja, hätte ich da gerne noch mal ein bisschen Gold gehabt. Und ich tupfe einfach diesen Fächerpinsel, so heißt das Ding, da rein. Da sieht es ein bisschen aus wie ein Muster. Man sieht dahinter gar nichts mehr davon. Das hätte ich mir ganz sparen können, weil irgendwie hat sich der Kaffee dann so richtig noch verteilt. Da sieht man es noch so ein bisschen, aber nachher sieht man nichts mehr. Nachher ist das Braungold, aber trotzdem schön. Ja. Ja, da kommt das Journal. Der Kaffee Braungold hat sich schön verteilt. Und jetzt suche ich mir eine passende Seite, wo ich diesen Briefumschlag, also dieses Täschchen, hinmachen könnte. Und Luise hat so viele Seiten und sehr viel schöne Seiten. Das ist gar nicht so einfach, sich dafür was zu entscheiden. Aber ich habe mich für diese Seite entschieden. Da wusste ich jetzt erst nicht, wie ich es reinmache. Meist in die Mitte rein. Oder meist lieber außen dran. Ich habe mich entschieden, da meist dran. Und dann darf das so nach innen klappen. Das ist eine ganz einfache Methode. Da machen wir einfach jetzt ein bisschen Klebstoff drunter. Und dann ist es da. Unten drunter, wenn man das aufklappt, kann man unten drunter mit einem weißen Stift zum Beispiel was schreiben. Oder ein Zettel nachhängen, normalfarbiges. Und dann kann man unten drunter irgendwie was Verstecktes schreiben. Und natürlich im Briefumschlag logischerweise selber auch. Da knicke ich jetzt einfach mal so ein weißes, einfaches Papierle, damit man aussieht, das ist transparent. Sieht man eigentlich nicht mehr, aber es ist ein transparenter Briefumschlag. Und darum habe ich das Papierle reingesteckt. Ja, die Musik kommt, ihr hört es. Wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, das waren meine 3 Beispiele für Täschchen. Ja, Luise, ich hoffe, du kannst mitleben mit meinem Crunch und mit allem, was ich da gemacht habe in deinem Journal. Aber schauen wir mal auf deine Reaktion. Bin sehr gespannt. Also ich wünsche euch was. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da geht es dann noch ums Dessert. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.